Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel 2. Wir befinden uns immer noch mitten in der Nacht in Trista, sind hier aber im Grunde genommen mit fast allen Gesprächspartnern durch, außer Toa, Angie und George, die wir beim letzten Mal auf dem Dach der Akademie nochmal angetroffen und angesprochen haben, um sich so ein bisschen auf die finale Begegnung mit Crow einzustimmen. Und beide stehen, also alle drei stehen uns jetzt als Gesprächspartner zur Verfügung. Meine Nase juckt, ungünstiges Timing, aber Toa, hier sind wir. We're going over tomorrow's operation again just to make sure everyone's on the same page. We've got to be sure everything's perfect. It feels like we're holding the Imperial Army's success or failure in our hands. It really does, but there's no way we're going to let them down. That's right, but it's going to take all of us in the academy to pull it off. And now that you've promised to bring back Crow, I can't afford to give my part any less than my all. Same goes for me. It's gonna be tough, but I know we can do this. Aureen, there's something I wanted to ask you. Would you be willing to show me around your class dormitory later tonight? Huh? What brought this on? Well, we are finally back in Trista, and I've always wanted to see what it was like inside, beyond where I leave the requests, I mean. Can you blame me? You've lived there for a long time now, and tonight seems like the perfect time to see it. Well... Nö, erstmal noch nicht. Oh, okay, well, maybe there will be another chance for me to look around some other time. If you change your mind, though, let me know. I'll be right here. Ja, aber Laura auch, meine süße Toa, deswegen musst du jetzt erstmal hinten anstellen. Was ich mich nur, oder hinten anstehen. Ich frage mich nur, wo taucht sie denn hier auf? Ich wette, das ist eine der wenigen Chancen, um irgendwie einen zusätzlichen Event mit Tower am Ende freizuschalten. Oh, es ist alles so schwierig. Ich will das mit beiden sehen, aber ich glaube, es wäre eigentlich ganz klug, Tower jetzt mitzunehmen, oder? Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Was soll ich machen? Ich belasse es jetzt bei Laura. Ich halte Laura die Treue. Ich habe mich entschieden und ich werde nicht von Lauras Seite weichen. So. Punkt aus Ende. Wo gehen wir als nächstes hin? Zum Engineer Building. Genau, das war beim letzten Besuch, stand uns das nicht zur Verfügung. Aber jetzt können wir hier rein und das ist auch gut so. Irgendwas einzusammeln hier? Nö. Was macht ihr zwei Hübschen da? Man, it's good to be back. I can't even think about how many hours the four of us spent here together. Try to bring him back, okay, Rain? I will. I guess I better head back to the Courageous. We'll have Elmar's new blade done by tomorrow, so there's something to look forward to. Aber ey, ganz ehrlich, allein die Vorstellung, Crow kommt irgendwann mal zurück. Ja, und lungert hier so rum auf dem Campusgelände und so. Also irgendwie... weiß ich nicht, ob ich dem noch so über den Weg trauen könnte, wie das ursprünglich mal der Fall gewesen ist. Also die anderen scheinen da irgendwie ein bisschen leichter mit dem Gedanken umgehen zu können, aber bei mir würde so ein bisschen Restmisstrauen bleiben. Tomorrow's going to be a big day for all of us. I don't even know if I'll be able to sleep. I want the Courageous to bring hope back to the people of this land. But even more than that, I want us to get Crow back. Tomorrow is like it's going... I can hardly wait to get started. Let's give the people something they can place their hope in. Das war eine andere Formulierung. Tomorrow looks like it's going... Ja, gut, dass ich nochmal genauer hingeguckt habe, auch wenn sich die Welt dadurch jetzt nicht unbedingt verändert hat. Ich kann jetzt mit George nicht in dieses Quartz-Anpassungsmenü und sowas alles reingehen. Ich wollte gucken, was ich mit dem Simurian Ohr machen kann, weil wir hatten beim letzten Mal ja ein Gespräch mit Heinrich, haben dem unsere Gambler Jacks 2 alle überreicht und ja, ich dachte irgendwie, weiß ich nicht, ich kann jetzt mit dem Ohr hier irgendwas Sinnvolles anstellen vor der letzten Schlacht, aber gut, was nicht geht, das geht nicht. Dann ist es jetzt aber wirklich, wirklich soweit. Ich habe jetzt, glaube ich, kein rotes Ausrufezeichen mehr ausgelassen. Wir gehen jetzt rein und gucken, was passiert. Well, I promised I'd meet Laura here. Should I head inside and wait already, though? I think I'm here
kind of early. Ja, lass die Dame nicht warten. Returning to the dormitory and talking with your chosen character will cause the main story to advance. Ja. Die Aufregung vom letzten Mal ist wieder da. Und diesmal gehen wir tatsächlich rein. Laura, oh Laura. Wo sind Sie? Lassen Sie uns einen schönen Abend miteinander verbringen. Da, die ganze Arbeit. Briefkästen bedeuten nur Arbeit hier im Dormitory. Oh, I didn't think you would already be here. Hey, Laura. Did you finish taking care of things then? I believe so. It truly does feel strange to be back here, though. It's been a long road to return here, and yet, return we did. This building holds so many memories for us. I couldn't even begin to count. It sure does. Well, while we're here, you want to walk around inside for a bit? I'm curious how things are upstairs, too. Sure, I'd like that. Er will unbedingt wissen, was upstairs so abgeht. Na dann, inspiziert mal eure Zimmer, ne? Ich hab die Laura so gern. Ich würde sie immer wieder auswählen. Könnte echt einer meiner all-time favorite characters of all time werden. Da war gerade zweimal all time drin. I don't know why, but there was a little part of me that expected to find Crow here waiting for us. I mean, not literally expect, but there was just a little voice in my head going, what if, while walking around. I can hardly blame you. I felt the same. Instead, he's another obstacle we have to overcome. One of many. Yeah. Still, we've been able to face every challenge that's come our way up till now. Why wouldn't our fight to bring Crow home be the same? That's a good way to look at it. Nothing stands a chance at declaring victory over Class 7's combined might, or our two swords. Speaking of, Reen, I realize I've asked this once before, but do you like the path of the sword? Hearing that brings back memories. You really caught me off guard when you asked me that back in Celtic. Any reason it's on your mind again? I was just curious. It feels as though after our impending battle, things will never be the same. And so before that happened, I wanted to hear your answer one more time. For all I know, that answer's changed. Ah, right. Well, it hasn't. My answer's exactly the same now as it was then. Swordsmanship is like a part of me. It's always been there, and it always will be. It's not a case of liking it or not, it's just part of who I am. Both my swordsmanship and my sword are me in a way. Maybe you'll be happy to know that my feelings on the subject haven't changed either. My stance and my resolve are the same as they ever were. I stake my pride, my soul, my very being on my blade, and wield it to attain ever greater heights. That is what it means to me. Why I value it above all else. Or, so I say. I'm conflicted, to tell you the truth. Conflicted? About what? In both my time at the academy and during these past few weeks of fighting alongside one another, I seem to have found something else just as precious to me. Are you suggesting... I've now discovered a new reason to fight. One that differs from the reason I've fought for all this time. And that reason gives me more courage and power than I've ever felt before. Never could I have imagined there would be anything that would mean as much to me as my path of the sword. At least, not until I met you. Oh mein Gott, wie süß. Laura? Reen, I
think I love you. Oh shit, the shit is getting real. At first, we were just friends, but now I see you as something far more. That's why I need to know. Do you feel the same way about me too? I wanted to be the one to say it first, but it looks like you beat me to it. I always figured that as a man, it'd end up being my job. Sorry, that was presumptuous of me. I'm simply not used to these sort of things. No, don't worry. You've got nothing to apologize for. I've always admired you ever since our first day here. Your swordsmanship is so elegant, strong, and beautiful that I couldn't help but be captivated by it. And by you. You're as strong as you are reliable, but that feminine side you show from time to time is adorable too. I'm always happy to be part of our class, but having a place where the two of us can better ourselves makes me happiest of all. Truly? I love you too, Laura. Even after we graduate, I want to keep walking alongside you, following the path of the sword. And I hope that we one day reach those heights we're aiming for, but together. I'm glad I finally got the chance to say it. Oh Gott. Laura? I had no idea it would make me this happy to hear you say you love me. My face feels like it's on fire from blushing so much. I feel the same way, you know. Oh my God. You've got no way of knowing what the future holds in store for us, but we can't let a war like this stand in our path. Like you said, we have a lot of obstacles to overcome, and by overcoming ours, we'll prove we're capable of so much more. Yeah, we will. May we both wear the way of the sword proudly, and together protect our friends and our future. Oh mein Gott, wie endgültig das jetzt ist. Ich dachte nicht, dass das jetzt hier auf Liebesgeständnisse hinauslaufen würde. Oh, voll schön. Halt sehr kitschig, aber irgendwie auch schön. Oh, ich freue mich. Ich fand das so süß, wie Laura reagiert hat und Green, ja, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Souverän wie immer, ne? Wenn er aufgeregt war, hat man davon auf jeden Fall wenig gemerkt. Und nu? Ist das cool. Ey, jetzt will ich so gerne auch die Szenen mit den anderen sehen. Ey, das Blöde ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, selbst wenn ich ein Video machen wollen würde, wo ich alle Szenen zeige, kann ich ja gar nicht, weil mir Elliot und Gaius fehlen. Das ist ja echt blöde. Und ich habe mich auch gefragt, gibt es ja auch Homo-Beziehungen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Makias mit ranholen würde, würden die einander auch ihre Liebe gestehen? Oder wäre der Dialog dann nur auf freundschaftlicher Basis? Ich könnte eigentlich einen Speicherstand neu laden und das mal ausprobieren, aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich das noch nicht. Rena and Laura reached Link Level 7. Oh, das war irgendwie emotionaler als gedacht. Oh, noch eine Trophäe? Assets, gut, the final operation. Oh mein Gott! Ich kann dieses Ausmaß an Action gerade kaum ertragen. Ich bin so aufgeregt. Aber die sind jetzt einfach offiziell ein Paar, wie Alisa wohl reagieren würde. Ich bin echt gespannt, ob ich so eine Szene auch mit Towa hätte triggern können, wenn ich mit ihr da reingegangen wäre. Aber wenn sie das gelbe Ausrufezeichen hat, dann müsste das eigentlich möglich sein, oder? Das war ja so ein bisschen der Indikator. Es fallen die ersten Schneeflocken. Hat es jemals geschneit hier in Trista? Bin mir nicht sicher, wie das im ersten Teil war. Da ist unser Tachi. This is amazing. You really were able to forge Valimar a new Tachi from Zemurian ore. Bah, of course I was. It's a massive weapon totaling over 7 arch in length. Its uncommon shape made refining and processing the ore exceedingly difficult, to say the least, but it was done. I doubt I would have been able to do it if not for the help of that stubborn old student of mine over there. Oh, Professor Schmidt spricht ein Lob aus. Also so in seiner Art halt, ne?
You're the least qualified person on this entire continent to call anyone else stubborn. Yeah, I'm with you, instructor. It sure was a shock to learn that you were also a former student of the professor's, Instructor Makarov. I'd heard you were once a student at the Ruhr Institute of Technology, but I never connected the dots. And that's how I preferred it too. All that was a long, long time ago. I'll never be able to fathom while the two of you chose not to stay and study more under me. The offer still stands, however. I know talent when I see it. Oh, I couldn't possibly. I doubt I have half the talent to keep up with you. Give it to him straight, George, or it won't get through that damn near impenetrable skull of his. Tell him you'd go insane if you had to spend years working with an arrogant, self-centered prick like him. Das wäre aber nicht Georges Art, das so zu formulieren. Still, what a beautiful blade it is. The radiance of it is simply dazzling. Ain't nothing out there like Simuran or... Wir haben sogar noch mehr. It's probably not as sharp as something a real swordsmith would make, though. None of us are smiths by profession. But Valdemar should find it easier to use than any weapon he could have taken from a soldat, and that's what counts. Alright then, let's give it a try. Aber bitte nicht aus Versehen fallen lassen mit dem Schwingen, okay? Könnte Tote geben. Yes. Mächtig. So kann man es ganz gut auf den Punkt bringen, nicht? Cool. Crow, wir sind ready für dich, würde ich sagen. Wow. They're resonating with one another? They sure are. Cool. Also die Optik stimmt auf jeden Fall schon mal. Yes. Durchschlagskraft, Effizienz etc. müssen wir wohl in der Praxis vertesten. How beautiful. It truly is astounding. Ey, Laura und Ree sind offiziell ein Paar. Ich komme darauf nicht klar. You look so cool, Valdemar. I'm not sure what's happening, but it's amazing, alright? I think we finally have a chance. Feedback process with new armament complete. I do indeed feel this is easier to wield than previous armaments. Haha, good, I'm glad to hear it. You think this will do the trick? Yep, I had high expectations, but this shattered them. I think I finally stand a chance against him now. Professor Schmidt, Instructor Makarov, George, thank you all so much for what you've done. Save your thanks. I only did what I did to satisfy my curiosity. Whatever you do now that I'm done is of no concern to me. He's not being modest either, Reen. He totally means that. This is just how he is. Same deal with the railway guns, the soldats, and the Aubrey jamming device. As soon as his work is done, he loses interest completely and is off to find something else to do. Something wrong with that? Naja, er hat uns ja geholfen. Also, wir können jetzt nicht von ihm erwarten, dass er sich künstlich für was begeistert, was ihn nicht interessiert. All that said, I think the preparations are now finally complete. Yes, sir. I think it's about time I go and get everyone. The fated moment has finally arrived. The current time is 6:30 hours. Everyone should gather here again at 7:30 hours. Make sure you're all wearing what I gave you earlier too. Was denn? Right. Hä, was hat sie denn allen gegeben? Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin mir nicht sicher. Aber solange die anderen Bescheid wissen, ist alles gut. Oh, noch sind wir in Trista. Ich bin irgendwie aufgeregt vor dem Moment, wo wir in Heimdall ankommen. Ich weiß auch nicht. Oh, da sind sie alle. Da brechen direkt die Frames erstmal ein. Hier nicht mehr. Na, doch so ein bisschen. Ist das cool, ey. Ich hab die alle so lieb. Ich bin so gespannt, ob man in Teil 3 auch noch die Akademie besuchen wird. Oder ob Trista da überhaupt noch ein Thema sein wird, so. Ach so, gut. Das war gerade nicht vertont. Das ist schon wieder so ein komischer Mischmasch. Instructor Sarah, Instructor Thomas, Instructor Makarov.
We leave them in your capable hands. Understood. Don't you worry. We'll take good care of them. Just leave them to us. Students of Dawes Military Academy. I'm sure most of you remember what was once imparted to you during your respective welcoming ceremonies. Arise, O youth, and become the foundation of the world. Oh mein Gott, ich glaube, mit genau diesen Worten fing auch Teil 1 an, als er uns hier in der Akademie begrüßt hatte, ne? Ich glaube, das ist so ein Schwenk in die Richtung. These are the words of Emperor Dracos, the man who ended the War of the Lions and founded this very academy. I asked you to consider what the word he refers to is, and what qualities one must possess to be its foundation. I imagine that you each had your own thoughts in response. However, I ask that you not make the mistake of assuming that foundation is synonymous with sacrifice. I believe that it is by walking side by side with others, opening up a path and treading it down, that one does it. Treading it down, that one does it. Does this, sorry. As such, I have but one very simple message for each and every one of you to remember. Return alive. Welcome spring's arrival with one another, and when the time comes, fly the nest with one another. And to that end, I wish you victory. May Adios and Dracos the Lionheart be with you all. And please, come back here safe and unharmed. Ich schwöre euch, mindestens einer wird sterben. Our objective is to rescue His Majesty the Emperor, as well as those who were captured with him. Everyone, move out! Understood. Ich werde nicht pessimistisch sein, ne? Aber es wird irgendwas Schlimmes passieren oder irgendjemand verschwindet oder wird entführt oder so, keine Ahnung. Ich hoffe auch, also nicht, dass es irgendwie mit Elise zusammenhängt, vielleicht wird ihr auch irgendwas zustoßen, aber es wird hier kein Friede, Freude, Eierkuchen, Happy End geben. Reen can now use the S-Craft Termination /Dawn. Cool. Nehmen wir. Danke für das Geschenk. Also ich hoffe, es war ein Geschenk. Rechnung können wir nicht begleichen, weil kein Geld. Das müsst ihr euch dann wohl woanders holen. Surface air temperature is 5 degrees, humidity 13%. There's a north-northwesterly wind blowing at H vor allen Dingen, at 11 APH, so rum. Also das sagt Vivi die ganze Zeit. Incoming messages from both the 3rd and 4th Armored Divisions. They're past the Schwartz Drake Barrier in Trista, moving into formation about 100 Selch from Heimdall. Main cannons and secondary armaments are good to go. We're ready for battle at any time. All orbital engines are operating normally. All crew members present and accounted for. We're ready to begin the operation on your command. Understood. Sounds like we're all ready to go. Still, it doesn't look like we're going to be hearing anything from Prince Olivert. Ach, stimmt, der hat sich auch lange nicht mehr blicken lassen. Also wie auch, ne? Aber trotzdem. Indeed, there's been no word from Father either. Die werden alle gut beschäftigt sein. They've probably got their hands full in the West. It's starting to get really hectic there from what I've heard. I've asked Mick to try and get in contact with Towel, but I'm not banking on him succeeding. That's too bad. It would have been great to have them here too. Would have been great. There's no point in lamenting what we don't have. Right, all we can do is make the best out of our current situation. Yep, I'm with them. Still, the battle doesn't begin until midday. We've still got time. If there's anything you want to take care of, now's your chance. Anything spring to mind? Kann ich jetzt nochmal alle Orte bereisen? Now that you mention it. Toa, are there any new requests for us to take care of? So kurz vor der finalen Schlacht, hast du denn noch ein paar Aufgaben für uns? There are, in fact. Hold on a minute while I get them up. Really? Okay. Oh, das sind ja einige Sachsen Violence. Oh. Da
ja, habe ich schon wieder komische Assoziationen, wenn ich das lese. Ymir, far wherever you are. My Jormungand. Was? Jormungand? Ist das nicht irgendwas aus der germanischen Mythologie? Ich habe das Wort irgendwo schon mal gehört. When we speak of serpents, what should spring to mind but the fell Jormungand? But in truth, I have my own glorious serpent I bring out at parties and on special occasions. In fact, Green, this is Major Vanda. Pay no attention to the prince and just kill the monster. Okay. Near a cliff in the far north. Ey, irgendwie finde ich das gut. Ich habe nämlich, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, offscreen mal doch noch mal einen kurzen Blick riskiert wegen diesem fehlenden Fisch, der mir noch in meiner Liste fehlt. Saxon Violence. There once was a woman from Ruhr. When I saw her, I wanted to woo her. She gave me a slap when I sat in her lap. Now I have one lover fewer. Ah, how I love composing a clever verse. Alles klar, ich mag seine Missionen. Die sind auf jeden Fall interessant formuliert. In front of the waterfall. Das ist auch wieder eine Monsterbekämpfungsdings. Monster hier, Monster da, sind alles Monster. Hier ist auch ein Monster. Tatsache. The hills are alive here, Reen, with the sound of monsters. The highlands, to be more precise, and I'd like you to look into it personally. I hope your skills haven't plateaued yet, because you'll have to fly like, dare I say it, the wind to deal with this threat. Ja, da wird uns Gaius bestimmt helfen. Der kennt sich mit Winden aus. Northeast, Nordplateau. So, Ymir, fahr wherever you are. Ich mag den Namen irgendwie. Danger strikes close to home for young Reen with a strange beast stirring up strife on the path to Ymir. Will he answer the call? Will his sister be impressed with his manly feats of strength? Will anyone actually read this? Sasquatch. So hieß auch ein Gegner in Ni no Kuni. Ymir Valley, Deepest Area. Ja, ich würde sagen, da haben wir noch einige zu tun. I think we can handle these. Right, none of them seem like they would take too long. Bin ich mir nicht sicher. Wir werden sehen. Whether you do them or not is totally up to you, but getting ready for battle should be top priority. I know you've gotten the hang of reporting to Prince Oliver, but seeing as we can't contact him, you can just report to me. This might well be the last chance you have to get maintenance done on your orbments too. So if you need anything, let me know. We will, thank you. There's no such thing as being too prepared for this. Da sagst du was, Magias, da sagst du was. Oh my gosh. Forward relentlessly. Na gut, aber durch diese 4 neuen Missionen wird sich das etwas verschieben. To advance the main story, speak to Towa in the captain's chair and select Command's operation. This is the last time during the story that you will be on board the Courageous. After beginning the operation, it will no longer be possible to take advantage of its facilities or visit other towns. All quests and sub-events will also disappear and trial chests will become permanently unavailable. While you will have another chance to buy items, quartz and the like, this will not be for some time. Aha. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt kommt die endgültige Entscheidung. Also, die sind festgesetzt und sie auch. Die Frage ist jetzt, wer ist die letzte Person im Bunde? Und ich weiß nicht, warum ich gähnen muss. Es tut mir leid. Ich glaube, ich nehme Uses auch mit rein. Ja, ich glaube, Uses ist zum jetzigen Zeitpunkt auch voll ausgestattet. Wobei, aktuell haben, glaube ich, alle Mitglieder Quarze und Equipment drin, weil wir uns ja auf diesen auf diesen Trister-Ansturm vorbereitet haben. Ich gucke nur noch mal kurz, ob meine Theorie stimmt, aber ja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Kann man so stehen lassen. Alles klar. So, ist das die Gruppe, mit der ich starten möchte? Ja, wir haben aber nicht alle unsere CP voll, aber wir müssen eh nochmal in die Nähe von Ymir, von daher wird sich das schon ergeben, sich da nochmal hinzuflezen und in die heiße Quelle zu gehen. The fighting in Western Erebonia is really starting to heat up now. I'm sure Torwell, Viscount Arset, and Prince Oliver can handle themselves just fine, but I doubt they'll be able to help us here. The only thing we can count on now is our own strength and experience. That's fine, because that's all we'll need.
With all of those students in one place, I know we can pull this off. Hehe, that's what I want to hear. I'm gonna be fighting together with you guys as a part of Class 7 this time. Na Gott sei Dank, das wäre auch traurig, wenn nicht. I'll be sure to get in a few hits for everyone who couldn't make it too. Looking forward to it. I'm gonna be fighting together with you guys as a part of Class 7 this time. Sharon und Claire und auch Towel, die waren echt nur eine ziemlich kurze Zeit spielbar gewesen, ne? Ich dachte wirklich, die würden die ganze Zeit über, während Teil 2 läuft, unsere Mitglieder bleiben oder irgendwann wieder zurückkommen, aber ja, hat sich nicht gelohnt, sich auf die beiden einzuschießen, also auf die 3. Lynn and I promised each other that we'd come back from this safely. Haha, that's one promise I intend to keep, especially since everyone at the Academy's lives would be so boring without me. So let's go out there and show those jerks what twins can do. Yes, with the courageous and twin power on our side, those noble Alliance guys aren't gonna know what hit them. We'll save His Majesty and all the other captives in no time. Ich bin gerade übrigens so froh, dass ich nicht Tower ausgewählt habe für diese Nachtszene, weil das würde sich jetzt echt komisch anfühlen, wenn ich mir überlege, dass die beiden jetzt hier ein Paar wären. Und ich würde mich jedes Mal richtig schäbig fühlen, wenn ich an Laura vorbeigehen würde. The quickest route to Cara Imperial Villa is a straight shot through Heimdall. Once we get there, you guys need to hurry and find His Majesty. We'll distract the enemy outside the villa for you. I just wish your part wasn't the most dangerous one. There's no need to worry about us. After all we've been through, this is just another drop in the bucket. Yeah, that sounds like the ring Schwarzer, I know. Well, we'll have your back, so give this all you've got. Also wie immer, both His Majesty and your classmates' relatives are waiting for you to rescue them. We've got your back, so you better not keep them waiting too long. Naja, das kann ich nicht versprechen. Wir werden uns jetzt nämlich erstmal viel auf der Courageous aufhalten und mit Sidequests befassen. I have to admit I am jealous of all of you. Crow and I used to clash all the time at the beginning of our first year, rather violently at that. Really? I think it's because I could see through that goofy facade of his. But here we are now, and I don't even get to beat him down and bring him back. We'd like you to be there with us, but, well, just leave him to us. We'll bring him back to you with his tail between his legs. That's what I like to hear. Just make sure you give him a good smack before you do. One big enough for all 3 of us. Here we are at our main stage, our final performance, if you will. What an exciting thought. We'll let you take care of Crow. Just make sure you smack him around a bit for the 3 of us, will you? Ja, also ich würde es irgendwie trotzdem unlogisch finden, wenn er einfach so zurückkehrt und sagt, oh, jetzt hast du mich besiegt, okay, ich komme wieder zurück an die Akademie und alles ist wie früher. Finde ich hart unrealistisch. Yeah, Uncle Makarov is a total disaster sometimes. Yesterday was totally the perfect chance for him and he just wasted it. Well, if he's not gonna make sure the 2 of them get together, I sure as heck will. But I guess we've got some work to do here first. Let's save those hostages. Yes, no matter who tries to stop us, we're gonna roll right over them. Now that we've got Uncle Makarov on board, there's no way anyone can beat us. Next stop, success, full speed ahead. Da ist aber jemand in High Spirits, wie sie hier mal so schön sagen. The 3rd and 4th Armored Divisions are in position and at the ready. This is going to be the Courageous' greatest challenge yet, so I'm not going to lie and say I'm not scared. But honestly, I think we're going to be fine. Just having Vivi with us makes me feel like we can do anything. Sehr gut. This whole operation rests on us now. Let's make this happen. Though, honestly, I'm sure things will go just fine. Just having Vivi aboard makes me feel like we can do anything. Wahnsinn, was die Anwesenheit der Schwester so mit ihr anstellt, ne? Aber so würde es mir wahrscheinlich in so einer Situation auch gehen, wenn ich wüsste, dass die Leute, die mir am nächsten stehen, gesund und munter sind und in meiner Nähe. Ich verstehe das schon. Bridge has given me the courage to take on all of Zemuria. I'm ready for anything. No matter what stands against us, we'll get through it as long as we're together. So come on, Rain, it's time for us to take our future into our own hands.
ja, also alles wie immer. No matter what stands against us, we'll get through it as long as we're together. Achso, das hat er schon mal gesagt. Ich kann schon wieder nicht bis 2 zählen und habe vergessen, dass ich ihn schon ein zweites Mal angequatscht habe. Aber warte mal, mit Tower können wir bestimmt auch noch talken, oder? Oh, oh. It's great to finally have everyone from the Academy on board the Courageous. Everyone who went missing, everyone who chose to stay at the Academy, they're all here, ready to fight with us. Hehe, it's kinda surreal. We really did go and achieve exactly what we set out to do, you know? Yeah, I know the feeling. We took back the Academy, Valdema's new Tachi has been forged. Nothing's stopping us from giving this operation our all. That being said, it feels a little wrong to say we have everyone when there's one of us missing. I didn't even think of that. Sure, it's lively enough here as it is, but Crow has this special energy no one else can bring. But just remember, him not being here yet doesn't make what you've done any less amazing. So thank you, Reen. I can't imagine all of us would be here now if not for you. I think you're giving me too much credit there. Okay, seine Standardantwort. Coming this far was a team effort. I may be a part of that team, but so are you and everyone else. Aber er hat ja eigentlich auch recht. Hehe, oh Reen, I should have known you would say that. Yep, I think if anyone deserves this little something, it's you. Reen, would you be willing to accept this? Was denn? Oh, Emblem. Okay, cool. Master Quartz. That's right, the principal gave it to me. He said to give it to a student who goes above and beyond the call of duty. So that's exactly what I've just done. I can't think of anyone who deserves it more than you. I don't know if I've got above and beyond, if I've gone above and beyond, but if you say I deserve it, then I'll happily accept. We can't quit here, not when we're so close. Soon we'll be able to bring Crow home, and only then will we really be able to say we have everyone on board. Right. Vielleicht hat Crow einfach auch gar keinen Bock mehr auf euch, aber das wird vermutlich eher nicht der Fall sein. Ich wette, es wird Reen irgendwie gelingen und dann passiert aber im Gegenzug was anderes Schlimmes. Irgendwie so. So, Augment Quartz. Was haben wir denn da gerade Schönes bekommen? Emblem. Sagt mir gerade mit Blick auf Teil 1 gar nichts. Damage received down as HP drops. Damage received down? Das heißt, je weniger Energie man hat, desto weniger Schaden frisst man. Ist eigentlich ganz geil. Chance of Triple Advantage. Oh, Encounters. Nice. 60%. Only when user is active character. Ja. Nett. Kann man mal machen. Hat auch ganz gute... Das hat ganz gute Arztwerte vor allen Dingen auf Stufe 4. Ja, ich werde jetzt hier wahrscheinlich trotzdem nicht umdisponieren. Angel ist immer noch besser, hat allerdings auch ein Level mehr. Und auf diese ganzen Boni hier will ich definitiv nicht verzichten. Ich weiß nicht, ob man hier auch nochmal eine Trophäe bekommt, wenn man alle Master Quartze holt, wie in Teil 1. Aber vielleicht muss man auch wieder 2 Spieldurchgänge machen, um alles wirklich mitzunehmen. Our operation today is bound to be the toughest thing we've ever done. If we are not completely in sync, there's no way we'll be able to pull this off. We've got to work hard and work together. Just stay safe out there, okay? I will, I promise. All of us are bound and determined to make this a success. And when I say all of us, I don't just mean Class 7. So don't worry about us. We'll be back and we'll be dragging Crow with us. Okay, I believe in you. Together I know we'll be able to make it back to the Academy. All of us. Ich meine, Reen hat des Öfteren ja schon bei anderen Begegnungen auf Crow eingeredet und versucht mit seinen Reden zur Lage der Nation ihn zu bekehren. Und das hat Crow ja nicht dazu bewogen, irgendwie umzudenken. Warum sollte das bei dieser Begegnung passieren? Nur weil wir stark genug sind, ihn zu besiegen? Ich weiß nicht. We're going to do this, and then we're coming straight home to the Academy. We're finally taking it back. There's no way we're going to lose it again. We're going to do this, Academy, lose it again. Okay, choose a destination. Ist das wirklich möglich? Also, es war klar, dass es möglich ist, sonst könnten wir unsere Zielorte nicht erreichen, aber trotzdem. Hey, ihr zwei. Also jetzt sind sie alle hier. Ich glaube, jetzt haben wir ganz Trista hier bei uns auf dem Schiff.
Alright, I'm all fired up now. With this many students here, how can we possibly lose? What could possibly go wrong? Ich weiß nicht. Also, naja. Toa looks so cool with that captain's hat on, doesn't she? I'm gonna have to try my hardest if I want to be half as cool as her. Aha, da hat sie schon ihren ersten Groupie. Doesn't she? Okay, ich wette, die Leute mit Eigennamen sagen wieder 2 Sachen und alle, die keine Eigennamen haben, bleiben dann bei einem. Wir werden wahrscheinlich heute den First Floor nicht mehr erreichen, aber ich bin sehr gespannt, was wir bei George so alles anstellen können. Werden wir dann beim nächsten Mal vermutlich erfahren. Oh ja, hier ist aber einiges los. Hello. So this is where Princess Elfin spends her time. I wonder if I could have just a little peek inside before the operation begins. Wenn du nett klopfst, also einfach reinstimmen würde ich jetzt nicht. Aber guck mal, ich habe dir extra die Tür aufgemacht. Kannst du wenigstens mal reinlinsen. Aber sie ist eh nicht da. Aber guck mal, ihr Bett. Ich finde, das sieht immer noch aus wie so Gitterstäbe. Ich weiß nicht. Aber ansonsten finde ich, ist ihr Raum hier echt schön eingerichtet. Ich würde mich da vermutlich wohlfühlen. So, wen haben wir hier? Oh, guck mal. Die 2 Schnuggelchens. Na, meine Liebste? I imagine the Alliance will deploy the most capable warriors and divisions near Heimdall, meaning Brigadier General Bardias and General Aurelia will likely be right on the front lines. Though that's not really my concern. We just have to leave them to the armored divisions, I suppose. Why do you sound so wistful? Don't tell me you actually want to fight them. Just a little bit. Maybe it's the Arsaid in me. I swear, the rational part of me does understand that I wouldn't stand a chance against them as I am. But why feel ashamed of that? The only way I'll one day reach their level is by focusing on the tasks before me. Yeah, I suppose you're right. We'll get there, one step at a time. As the successor of the Arsaid name, I must fulfill the duties expected of me. But as I do, I will grow, and one day I'll reach their level. Rushing to match them would only result in failure. Da sagst du was? Das stimmt. Ein großes Lob an deine Geduld. Sie hat recht und ich weiß das auch, trotzdem bin ich oftmals sehr ungeduldig und mir geht alles immer zu langsam. Zeno and Leo always taught me that your loyalties are always shifting on the battlefield. Today's foe is tomorrow's friend. Today's family is tomorrow's target. And they were right. Never thought I'd have to fight them, but here we are. And you're sure you're set on doing this? Yep, that's how Jägers have to be. This battle is no different than any of the others we fought, so let's go. Well, at least for today, you've got me by your side. Let's do this. At least for today? Das klingt so, als wäre das tomorrow dann nicht mehr der Fall. So nach dem Motto, also, heute bin ich noch für dich da, aber morgen kannst du mich vergessen. Still, we've got a villa to rescue before we can take on Zeno and Leo. This is one mission we can't afford to fail. Aber ob sie das wirklich so ausblenden kann? Also ich glaube, sie ist schon professionell genug, um nicht zu zögern. Aber ich glaube, in ihrem Kopf und in ihrem Herzen ist richtig Rambazamba bei so einer Begegnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das innerlich gar nicht tangiert. Hier ist ja was los. So, ich glaube, hier werde ich jetzt neue Trainingseinheiten gleich auch vorfinden. The two of us have received first-rate training in the art of fencing like well before we entered the academy too. Since well, nicht like well. Was lese ich hier? We'll be fighting alongside Patrick during the operation and we have no intention of dragging him down. The two of us have received first-rate dragging him down. Achso, ihr habt keine Eigennamen, wie ich gerade wieder sehe. The villa's going to be guarded by the Noble Alliance's most elite forces. What? Me? Afraid? No, not a chance. I fear no one. The villa's going to be guarded. Ja, okay, alles klar. Also dich schicken wir vor, wenn irgendwie die monströseste Abscheulichkeit ever vor uns ist. Ne? Du hast ja eh keine Angst, also alles gut. Abi... Entschuldigung.
I'll be lending logins a hand in here from now on. We don't have much time until the operation starts, but I think you'll find the training to be more than worth your time. If you have any doubt in your skills, by all means, give it a try. I've gone and made the combat shell especially ruthless just for you. Alles klar, Friedel. That's not the sort of thing you should say with a smile on your face. Die ist so creepy, die Frau manchmal, aber dafür mag ich sie. So, ja, da haben wir tatsächlich Level 4. Oh my gosh. If you're in the mood for training, don't be shy about asking. We can keep going until the operation starts if you'd like. Training does increase our likelihood of survival after all. More can only be a good thing. Besides, I need all of you to stay alive so I can get my revenge for yesterday's defeat. Now I'm not sure I want to come back in one piece. I'll be heading out with everyone else, so we might as well train as hard as possible to ensure we make it back alive. Wird schon, irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob ich alive aus diesem Training rauskommen würde. Bin mir unsicher, ob ich mir das jetzt schon angucken sollte oder zu einem späteren Zeitpunkt. Right, gonna have to make sure my blade's in perfect condition while I can. Yeah, it's been a long time coming, but those nobles are gonna get what they deserve. They won't even see us coming. It's time to make them pay for all the shit they've pulled. Hehe, careful now, Loggins. That scary expression you used to wear all the time as a first year has come back. We second years need to conduct ourselves calmly and gracefully, even while slaying our foes. Yeah, you both seem pretty damn scary to me. Ich feier Friedel irgendwie extrem. Ihn finde ich jetzt noch nicht so scary, aber vielleicht kommt's noch. Scary expression or no, Friedel and I are gonna go down to fight with Patrick too. Yeah, it's time to make the Alliance pay. Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. So, soll ich oder soll ich nicht? Ey, Friedel, ich habe echt ein bisschen Angst vor dir. Ich speichere mal. Man kann ja einen kurzen Blick riskieren, ne? Wir können ja mal noch flüchten, wenn es zu krass wird. So, you want to give Level 5 Close Combat Training a try, do you? What do you say we get started now? So. Auf jeden Fall wieder meine Badass Main-Angreifer. Reen nehmen wir noch mit rein. Ja, kann man so machen. Vieh wäre sicherlich auch noch eine Option gewesen. Aber die hinkt levelmäßig ein bisschen hinterher. Haben wir hier wieder Conditions? Ja. Keine Arts, keine Items. Aber das heißt, ich kann Crafts einsetzen, oder? War das nicht so? Ja, erstmal gucken, was die so können. Die haben auf jeden Fall Level 120. Was habe ich nochmal für ein Level? Ich glaube, ich bin auch so in dem Dreh, oder? Ich würde es eher sagen, ich bin jetzt sogar knapp drunter. Oh, Zero Arts, aber ich darf keine Arts einsetzen. Deswegen gar nicht erst in Versuchung kommen. Ich würde jetzt wahrscheinlich den billigen, primitiven Weg gehen. Aber erstmal vielleicht ein paar Attacken verteilen. Motivate darf ich ja nehmen, ne? Wir werden es ja am Ende sehen. Ob ich hier eventuell durchfalle oder ob das so klappt. Ich habe ja den neuen S-Break von Reen. Den könnten wir uns angucken, wenn sie jetzt die Shells damit nicht finisht. Aber Reen hat keine vollen CP, was gerade ein bisschen blöder ist. Und er übrigens auch nicht. Vielleicht habe ich mir doch nicht so die allerbeste Gruppe dafür ausgesucht, aber wird schon. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Damage, den die jetzt austeilen. Mal gucken, vielleicht bin ich One-Hit und dann habe ich die A-Karte. Ach nee, der lädt sich erstmal auf. Oh nein. Paralyse, wir wissen alle, was das heißt. Sarah ist betroffen. Mist, verdammter. Egal. Eigentlich ist es am wichtigsten... Ach, guck mal, Reen hat seine vollen 200. Soll ich die mal einsetzen? Ich will seine S-Break jetzt sehen. Komm, bisschen Action hier zum Schluss der Folge. Mit neuer Animation. Mega, der Hintergrund ist voll schön. Alles wieder unter dem Banner des Feuerelements natürlich. Nice. Also die Farben sind wunderschön. Die Animation per se war jetzt nicht so ultra spektakulär, aber gefällt mir. Das hatte irgendwie hatte das Stil.
Ich hoffe, wir haben jetzt die Kriterien auch erfüllt. 2-mal U-Material. Ich dachte, hier gibt es bessere Belohnungen. Ich habe in den Kommentaren gelesen, es gibt hier nicht nur U-Materials. Aber vielleicht kommen noch andere Übungen. Cleared Level 4. Close Combat Training. Und no? My, that was an impressive performance indeed. Well, here's your reward. Go ahead and take them. Und nochmal. Nothing to do now but set all of their abilities to their maximums and see how you fare. It will be anything but easy, but I think it should be educational, shall we? Was? You can now... Es geht weiter. Undertake Level 5 Close Combat Training. Okay. 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 Will ich? Noch nicht. Nicht bevor wir nicht in EMEHR waren, um einmal uns in die HIER zu legen. Wobei, ich könnte es eigentlich nochmal probieren. Guck mal, Uses S-Break, Laura kurz vorm S-Break und wenn ich Vieh auch noch mit reinhole, dann habe ich 3 S-Breaks. Ist doch eigentlich voll machbar, oder? Ich speichere nochmal und dann gucken wir. Wenn die Anforderung jetzt natürlich lautet, keine Crafts einzusetzen, dann war die Hoffnung wohl vergebens. Aber mal gucken. Level 5 Close Combat Training, you say? My, you are bold. Shall we get started? Aha. So, was hatte ich gesagt? Sie. Warte, ich hatte gerade irgendeine Person noch auf dem Schirm, die jetzt hier gar nicht zur Auswahl steht. Kann das sein? So, nehme ich jetzt Sarah oder Reen mit rein? Ich tendiere zu Reen, weil er mit Motivate die Leute noch ein bisschen geboostet kriegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein... Obwohl, ich könnte auch Gaius mit reinnehmen. Moment. Return to Selection. Wie nehme ich ihn raus? Achso, indem ich jetzt ihn einfach auswähle. Oder Milliam. Ich weiß ja nicht, ob die ihre CP voll haben, aber man kann ja mal gucken. Das ist ja was ich an Gaius. Gaius ist so selten bei uns im Team. Ich werde eh gleich flüchten, weil die Anforderungen wieder zu krass sind. Aber ohne S-Breaks. Win without using arts. Win without anyone reaching low HP. Ja, das könnte durchaus schaffbar sein. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ey, das sind 6 von denen. Ich habe am Anfang nur 4 gesehen. So, warte mal. Sollte ich jetzt überhaupt angreifen? Weil wenn Reen gleich Motivate einsetzt, dann erwischt das Laura eventuell nicht. Deswegen kann sie mal auf die mittleren losstürmen. Ach, Reen ist ja gar nicht drin. Ich bin schon wieder richtig im Vollhonk-Modus. Und Vieh hat leider keine vollen 200. Oh no. Aber vielleicht reicht das trotzdem. Wir werden sehen. Es geht nämlich gleich die richtige S-Break-Action los. Shit, Laura ist noch nicht voll. Ich weiß nicht, ob das alles klappen kann. Aber wir gucken. Gaius. So lange haben wir dich nicht mehr in Aktion gesehen. Ich kann mich an die Animation gar nicht mehr erinnern. Aber es sieht schnieke aus. Aber Gaius sieht halt auch schnieke aus. Das passt ganz gut zu ihm, was wir hier sehen. Ich wette, alle S-Breaks, die er jemals hatte und jemals noch bekommen wird, werden sich alle um das Windthema drehen. Ich wette, keiner wird sich trauen, dem jemals irgendwie was anderes mitzugeben. Ey, ganz ehrlich, wenn die Gegner einmal zum Angreifen kommen, dann bin ich doch massiv Low HP gefährdet, oder? Ich glaube, dann verkacke ich das automatisch. Deswegen will ich es darauf eigentlich nicht hinauslaufen lassen. Und deswegen wird Laura vermutlich auch gleich nochmal angreifen. Also mit ihrem S-Break. Und muss es dann den Abschluss machen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Sehr gut, Vieh. Ich glaube, das wird dann auch klappen. Kommt drauf an, wie viel der Radiant Lion jetzt austeilt. Den skippe ich mal, weil den kennen wir ja schon. Ja. Und das passt tatsächlich. Ist zwar ein bisschen unehrenhaft wieder gekämpft gewesen, aber hey. Das ist mir egal. Das haben wir schon mal gesehen. Ich glaube, ich skippe das jetzt auch nochmal. So. Und dann haben wir die nächste überstanden, richtig? Oder habe ich jetzt gegen irgendein Kriterium verstoßen? Ich denke nicht. 6 U-Materials. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die 99 erreiche und das dann verpufft.
Besser vorher irgendwie sinnvoll einlösen. My, I expected that your team would get demolished, but you certainly showed me. I pushed those shells to their limits too. I didn't think you'd last more than a few seconds. Danke, dass du an mich geglaubt hast. Nicht? Well, in light of your survival, please take your hard-earned reward. Dankeschön. Should you ever feel like taking some of these challenges again, do let me know. I'm always happy to help you train. Was? Das war's jetzt? Ist das noch eine extra Belohnung? Holy shit, you guys actually managed to beat all 5 levels of our training program. We're both very impressed. Although, given that you defeated our order back at the academy, I think I would have been slightly disappointed if you didn't. It definitely wasn't easy, that's for sure. I can't deny that the experience honed my skills though. You pushed us to our limits and beyond. You guys are so honest and polite, I don't even know how to respond. You know it doesn't hurt to be a snarky asshole every once in a while, right? Hell, I do it all the time. He's just saying that because he doesn't want to admit how he feels. He's thrilled that the academy has so many talented first-tier combatants, even outside the fencing club. I'd be really thrilled if you'd shut up. Ey, Loggins ist ganz schön viel am Pöbeln, oder? Der war doch früher nicht so drastisch in seiner Wortwahl. It's an honor to hear that. Oh, stop your sulking and give it to them already. They knew all along anyway. Fine. Here, Rin, take this. Jetzt kommen die ganzen Premium Master Quartze nach und nach rein. Geil. How'd you get a hold of a Master Quartz? Found it when I was out raising hell for the Alliance back before you brought me on board. Figured I'd hang on to it until I found someone who could use it properly. It's supposed to be very powerful, which is why it's so popular with military officers like Major Neidhart. I originally thought that Loggins or I should use it since I didn't want it to just sit around unused. But if this training has shown me anything, it's that you and your classmates are much better candidates for that. That's very high praise coming from you, so thank you very much. We'll be sure to put it to good use. Hey, didn't you hear me earlier when I said to cut back on the whole polite shtick? Shtick? Was ein lustiges Wort. No thanks needed, man. Helping us get through today is more than enough. When we do return to the academy, I'll be looking forward to seeing how much you've improved firsthand, blade to blade. Anytime. Ach, jetzt auf einmal. Vorhin hatte er Angst vor der Konfrontation und wollte sich ihr entziehen. Und meinte, dass es vielleicht besser wäre, gar nicht erst zurückzukehren. Also, war ein Scherz, klar, aber... Kaum kriegt er was geschenkt, verändert sich seine Wortwahl. So, was haben wir denn da bekommen? Chevalier. Das gab's schon im ersten Teil auch. Emblem vielleicht auch, ich weiß es nicht mehr genau. Physical Damage up as HP drops. Das ist quasi der Counterpart hier vom Emblem. Na, hier wird der Schaden, den man frisst, quasi minimiert. Und hier der Schaden, den man austeilt. Passiv-offensiv, okay. Aber interessante Kombination aus verschiedenen Arts. Hier so die bunte Mischung quasi mit dabei. Auch nicht schlecht, aber das habe ich den Text gar nicht gelesen. Was stand hier noch? Increases physical damage dealt when HP is low. Das ist eigentlich mal eine ganz gute Zusammenfassung. The lower your remaining HP, the less damage you receive. Ja, cool. Dankeschön. Danke. Scary expression or no. Friedel and I are gonna go down to fight with Patrick too. Hey, it's time to make the Alliance pay. Achso, hier wiederholen sie sich jetzt. Warte, du auch? If you're in the mood for training, don't be shy about asking. We can keep going until the operation starts if you'd like. Training does increase our likelihood. Das hier kennen wir alle schon. I need all of you to stay alive. Ja, genau, das hier, darauf habe ich ja gerade angespielt, auf diese Reaktion von Reen. Ja, sehr nice. Dann hat sich das ja auf allen Ebenen gelohnt. Also ich muss definitiv zurück nach Ymir, um meine CP wieder aufzuladen. Aber wir werden in der nächsten Folge dann erstmal mit der Inspektion der Courageous weitermachen.
Dann vielleicht nach EMIR und die restlichen Trainings nachholen, das weiß ich noch nicht. Und dann geht's an die 4 Monster-Eliminierungsmissionen, die uns der gute Oliver aufgetragen hat. Und da freue ich mich drauf, auf alles, was ich gerade erwähnt habe. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!